Kannst du es fühlen? Dieses leise, nagende Gefühl, wenn du deine Miete überweist und siehst, wie die Hälfte deines hart verdienten Geldes einfach verschwindet. Fühlst du es auch im Stau, auf dem Weg zu einem Job, der dich bezahlt, aber nicht nährt? Fühlst du es, wenn du deine Kinder in einer Stadt großziehst, in der der einzige Garten ein paar traurige Töpfe auf einem Betonbalkon ist? Es ist das Gefühl, in einem Spiel mitzuspielen, dessen Regeln du nicht gemacht hast und bei dem du unmöglich gewinnen kannst. Das Gefühl, gefangen zu sein. Und dann, vor ein paar Jahren, erschien auf unseren Bildschirmen ein Lichtblick. Eine Nachricht, die sich wie ein digitales Lauffeuer verbreitete. Ein Gerücht von einem Ort am anderen Ende der Welt, der all unsere modernen Probleme gelöst zu haben schien. Eine kleine Stadt in Neuseeland, so hieß es, hat zu viele Jobs, zu viele Häuser und zu wenige Menschen. Eine Stadt namens Kaitangata. Die Legende, die uns erzählt wurde, war einfach und überwältigend. Sie zahlen dich dafür, dass du kommst. Sie geben dir einen Job, ein Haus, ein neues Leben. Es klang wie die Antwort auf ein Gebet, das wir nicht einmal wussten, dass wir es gesprochen hatten. Aber du weißt, wie diese Geschichten funktionieren. Die Realität ist nie so einfach wie der virale Post. Die Wahrheit hinter Kaitangata ist keine Geschichte über geschenktes Geld. Es ist eine härtere, ehrlichere und weitaus inspirierendere Geschichte über Arbeit, Gemeinschaft und den unzerbrechlichen Willen einer kleinen Stadt, sich selbst neu zu erfinden. Es ist keine Geschichte über einen einfachen Ausweg, sondern über eine bewusste Entscheidung für ein anderes, ein echteres Leben. Die Schlagzeile, die um die Welt ging, war eine glatte Übertreibung der Medien. Niemand in Kaitangata stand da mit einem Scheck in der Hand. Die Realität war ein Programm, das von der Gemeinde selbst ins Leben gerufen wurde, angeführt von ihrem energiegeladenen Bürgermeister. Sie boten Haus- und Grundstückpakete zu einem Preis an, der für neuseeländische Verhältnisse fast lächerlich günstig war. Etwa 150.000 Euro. Aber es war kein Geschenk. Es war eine Einladung. Eine Einladung, Teil von etwas zu werden. Der Grund dafür war einfach und brutal. Die lokalen Industrien, Kohleminen, Sägewerke und vor allem die riesigen landwirtschaftlichen Betriebe und Fleischverarbeitungsanlagen boomten. Sie hatten Hunderte von offenen Stellen, die sie nicht besetzen konnten. Die Jungen zogen weg, die Alten blieben. Kaitangata stand vor der Wahl. Langsam ausbluten oder um sein Leben kämpfen. Und Kaitangata entschied sich zu kämpfen. Um diese Stadt zu verstehen, musst du ihre Seele spüren, die tief in der schwarzen Erde verwurzelt ist. Kaitangata wurde auf Kohle gebaut. Seit über einem Jahrhundert haben Männer hier unter Tage geschuftet und das schwarze Gold ans Licht geholt. Das hat den Charakter dieses Ortes geprägt. Hier gibt es keine hippen Cafés, keine Kunstgalerien, keine ironische Distanz. Dies ist ein Ort der Arbeit, ein Ort, an dem man sich die Hände schmutzig macht, wo ein Wort und ein Handschlag ein Vertrag ist. Die Landschaft selbst spiegelt das wider. Du findest hier nicht die dramatischen Fjorde oder die Postkartenstrände aus den Herr der Ringe-Filmen. Du findest ehrliche, grüne Hügel, den breiten, trägen Clutha River und einen weiten Himmel. Es ist eine ruhige, unaufdringliche Schönheit, die ihre Stärke nicht zur Schau stellen muss. Das Herzstück von Kaitangata ist aber etwas anderes. Der Gemeinschaftsgeist. Das, was die Kiwis Mateship nennen, Kameradschaft. Als die Geschichte viral ging, wurde der Bürgermeister Brian Cadogan mit über 10.000 Anrufen und E-Mails aus der ganzen Welt bombardiert. Er versuchte, so viele wie möglich persönlich zu beantworten. Die ganze Stadt zog an einem Strang, um die Initiative zu unterstützen und die Neuankömmlinge willkommen zu heißen. Das war der wahre Deal von Kaitangata. Nicht das billige Land, sondern die unbezahlbare Gemeinschaft, die es darauf zu bauen galt. Dein Traum von Neuseeland ist wahrscheinlich ein Mosaik aus Bildern. Du siehst dich in deinem eigenen bezahlbaren Haus, mit einem Garten, in dem deine Kinder sicher spielen. Du siehst Wochenendausflüge in die atemberaubende Natur der Südinsel. Du siehst ein Leben mit weniger finanziellem Stress, mehr Zeit, mehr Luft zum Atmen. Ein Leben, in dem die Arbeit nur ein Teil ist, nicht das ganze Zentrum deines Seins. Und jetzt die Realität von Kai, wie die Einheimischen es nennen. Die garantierten Jobs? Sie existieren. Aber es sind keine Remote-Jobs in der Tech-Branche, die du vom Laptop am Küchentisch aus erledigen kannst.
Du wirst in einem Freezing Works arbeiten, einer riesigen Fleischverarbeitungsanlage. Du wirst auf einer Milchfarm arbeiten, frühmorgens aufstehen, um die Kühe zu melken. Du wirst vielleicht im Sägewerk oder in der Mine arbeiten. Die Arbeit ist hart, ehrlich und körperlich anstrengend. Sie erfordert eine Ethik des Anpackens, nicht des Delegierens. Sie hinterlässt Schwielen an den Händen und Müdigkeit in den Knochen, aber auch das befriedigende Gefühl, am Ende des Tages etwas Greifbares geschaffen zu haben. Und die soziale Realität? In einer Stadt mit 800 Einwohnern gibt es kein Verstecken. Jeder kennt dich, deine Kinder, dein Auto und weiß, wann du am Samstagabend zu laut Musik gehört hast. Das kann eine unglaublich unterstützende warme Decke sein. Wenn jemand krank ist, steht das ganze Dorf mit Essen vor der Tür. Es kann aber auch erdrückend sein, wenn du an die Anonymität und Freiheit der Großstadt gewöhnt bist. Du kannst hier kein passiver Konsument sein. Von dir wird erwartet, dass du mitmachst. Im Rugbyclub, bei der Freiwilligen Feuerwehr, beim Kuchenverkauf für die Schule. Du musst Teil des Gewebes werden wollen. Diese Geschichte hat also mehr mit dir zu tun, als du denkst. Kaitangata ist ein Spiegel, der dich zwingt, deine eigenen Träume zu hinterfragen. Was meinst du wirklich, wenn du sagst, du willst ein einfacheres Leben? Meinst du, du willst weniger arbeiten? In Kaitangata könntest du am Ende körperlich härter arbeiten als je zuvor, aber für ein klareres Ziel, dein eigenes Dach über dem Kopf, die Zukunft deiner Familie. Was meinst du, wenn du sagst, du willst mehr Gemeinschaft? Bist du bereit, dafür einen Teil deiner Privatsphäre und Anonymität aufzugeben? Bist du bereit, nicht nur zu nehmen, sondern aktiv zu geben? Die entscheidende Frage, die Kaitangata dir stellt, lautet: Suchst du ein einfacheres Leben oder suchst du ein echteres Leben? Kaitangata bietet Letzteres, nicht unbedingt Ersteres. Es ist ein Tauschgeschäft. Du tauschst die Bequemlichkeit, die Vielfalt und die Anonymität der Stadt gegen etwas, das in unserer modernen Welt zur seltensten Währung geworden ist. Ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Besitzes und des Zwecks. Die Pioniere, die Kaitangata gründeten, gruben nach Kohle, dem schwarzen Gold, das die industrielle Revolution befeuerte. Heute, über ein Jahrhundert später, gräbt die Stadt nach einer neuen Art von Gold. Es ist das Gold einer funktionierenden Gemeinschaft, das Gold eines sicheren Ortes für Kinder, das Gold eines Lebens, das nicht am Konto stand, sondern an der Qualität der menschlichen Beziehungen gemessen wird. Die Werbekampagne von Kaitangata war am Ende keine Einladung, ans Ende der Welt zu fliehen. Es war eine kraftvolle Botschaft an die ganze Welt. Eine kleine Gemeinschaft kann, bewaffnet nur mit ihrem Willen und ihrem Zusammenhalt, sich weigern zu sterben. Sie kann der Welt eine andere, vielleicht nachhaltigere Definition eines reichen Lebens anbieten. Und vielleicht ist das die letzte überraschende Lektion dieser Geschichte. Vielleicht ist die Lösung für dieses nagende Gefühl der Unzufriedenheit nicht, alles hinzuschmeißen und nach Neuseeland zu fliehen. Vielleicht ist die wahre Herausforderung, den Geist von Kaitangata zu nehmen und ihn dort anzuwenden, wo du jetzt bist. Was wäre, wenn du aufhörst, auf einen Retter oder eine virale Schlagzeile zu warten? Was wäre, wenn du anfängst, dein eigenes Kaitangata zu bauen? In deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinde, direkt vor deiner Haustür. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.